German Gründlichkeit und Pünktlichkeit. Du kannst jetzt gerade mal zu Utah Hallo sagen. Zu Utah? Utah? Utah. Utah steht im Moment noch Utah da? Da steht Utah da. Das muss ich in die Kamera machen. Hallo Utah. Wer ist Utah? Rabumbel. Guten Morgen. Ja, sie ist noch, stimmt noch ein Audio dran, ja. Zu. Du bist denken, wir nachher da durchführen. Du musst eigentlich nur hier nachher drauf drücken. Der Cursor muss hier auf der Folie sein, sonst funktioniert es nicht. Okay. Ja? Und hoch ist zurückfassen, weil nicht hoch ist zurück, diese zwei. Genau. Und es poppen irgendwelche Sachen auf, wo drauf steht, eintreten lassen. Einfach draufgehen und eintreten lassen, bitte. Ja? Utah ist hier, aber sie ist noch nicht, es verbindet noch zu ihrem Audio. Ich habe keine Ahnung. Genau. 10, 12, 16, Eintreten lassen. 17. Ja, irgendjemand sonst kommt gerade rein. Und das Problem ist, man kann hier ganz schlecht. Okay. Hello all, oh no. Hello all out there already on Zoom, and I don't know who is already on YouTube. I can't see that in the moment, but hello, welcome. Good to see you. Can you hear me? If so, just wave. Ah, wonderful, you hear me. Great. Welcome. Oh, greetings from Helsinki. You're in Helsinki. Is that so? Great. Good to have you here. Good morning. Super. We are just waiting here for people to arrive from breakfast, and we will start within the next 3 or 4.5 minutes. So please bear with us to organize our room here. Great. We seem to have lost a lot of people over breakfast. But I guess there are some still on their way and coming.
Morgen. MSNIK, Jochen, ist aus Helsinki. Wir haben jemand aus Helsinki da. Guten Morgen, Helsinki. I even don't know what Guten Morgen is in Finnish. Goodness gracious me. Ansgar, take the mic. Take the mic. Also nimm deine Maske ab und sag einfach mal Guten Morgen. Hyvää huomenta. I hope you heard that. We don't see you right now, but good morning to Helsinki again. Danke, Ansgar. Oh, yes. You got answer. It's written there. Come here. Hyvää huomenta. Say it again, Ansgar. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Guten Morgen. Gut gemacht, Ansgar. Axel, lies die Chatbox. Great. Great. Genau. Genau. Well, it is already 9. Hello, Utah. Can you hear us? Well, great, wonderful, wonderful. Hallo Jutta, schön, dass du da bist. Yeah, wonderful that you all are here. Wunderbar, dass ihr hier seid. I have to go back into the mode of doing this with my own echo in a different language. This is really something that confuses me totally. Ich muss wieder in den Rhythmus kommen, dass ich mich selber mit meinem Echo in einer anderen Sprache höre. Yesterday we looked at St. Francis's life, and we looked at interconnection. I hope that you could see between everything I told you and the life and the experience we have as individuals and as MCC. Gestern haben wir uns ja angeschaut, was das Leben vom heiligen Franziskus war, und ich habe versucht, euch ein bisschen zu zeigen, wo die Verbindungen sind zwischen diesen Lebensgeschichten und unserem eigenen Leben und vor allem unserem Leben als MCC. And then in the evening we created a safe space and celebrated a worship service. I thought it was fabulous. I hope you enjoyed that too. It was very colorful. Wir haben dann abends oder mittags einen Gottesdienstraum kreiert draußen, der sehr bunt war. Ich habe es unglaublich genossen und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Good. I think it's 9 o'clock now. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich dann tatsächlich 9. And I want to welcome you to the third part of our sessions on St. Francis. Und es ist jetzt, glaube ich, 9. Und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dieser Morgeneinheit nochmal zum heiligen Franziskus. This session is going to be, I hope, a little bit shorter than yesterday, because we also have to set up the room for service afterwards. Diese Einheit wird ein bisschen kürzer sein. Und ich hoffe, dass wir dann Zeit haben, den Gottesdienstraum herzurichten. So the plan is for me to talk about 40 minutes. Then we will close the
Zoom channel and stop the video because we want to do a little bit of a sharing in this room here. And due to the restrictions of our technical abilities, we cannot do this in a good way for Zoom, unfortunately. Es ist so, ich werde etwa 40 Minuten reden, dann machen wir eine kleine Zeit, Viertelstunde oder so, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, des Teilens. Das machen wir nicht auf Zoom und auf YouTube, einfach weil die technischen Möglichkeiten nicht da sind. Most of it has to do with Corona, because I can use and handle this micro. If we have to hand it to others, we would have to disinfect it. So that's the reason why we are doing this. Apologies to all of you guys out there on Zoom. Der Grund dafür ist, wir haben bloß dieses eine Mikro und wenn ich es rumreichen würde, müssten wir es jeweils desinfizieren. Das ist der Grund. Okay, so first slide, please. Drück zweimal. Manchmal muss man, yeah, I see it. Okay, my whole experience with this St. Francis issue started many years ago when I met a wonderful Roman Catholic nun who is in the Franciscan order, Sister Marietta. Diese ganze Franziskus-Geschichte begann vor vielen Jahren, als ich eine wunderbare katholische Nonne, Schwester Marietta, eine Franziskanerin, kennengelernt habe. She was doing pedestrian counseling in front of the Roman Catholic Cathedral in Stuttgart. Sie machte Passantenseelsorge vor der katholischen Kirche in Stuttgart. And at that point, we were planning a discussion session for Gay Pride. A panel discussion for Gay Pride, and it was the theme was what's normal, what kind of life is normal, and we wanted to have all kinds of different people there. In der Zeit machten wir eine Podiumsdiskussion für unseren CSD. Und das Thema war, was ist eigentlich ein normales Leben? So we had a straight hairdresser, and we had a prostitute, and we wanted to have somebody who lives a celibate life. So I asked Sister Marietta if she would be willing to come to CSD, which is Christopher Street Day. Ja? Also ich habe sie dann, also wir hatten einen heterosexuellen Friseur, wir hatten eine Prostituierte und ich wollte jemanden, der zelibatär lebte. Ja? Und dann habe ich Schwester Marietta gefragt, ob sie zum CSD zu uns kommen würde. She immediately said yes. And I thought, wow, that is a cool nun. Ja? Sie sagte sofort ja und ich dachte, das ist eine coole Nonne. About 20 minutes in the conversation, she started to, what actually does CSD mean? Because she started to get doubtful. Etwa 20 Minuten lang später hat sie dann gefragt, was heißt CSD eigentlich? Because she thought the C is standing for Christian something rather. Because sie dachte, das sei was Christliches und she was totally shocked, but she didn't want to walk back from her promise. So und sie war dann ziemlich schockiert, als sie herausgefunden hat, was für eine Veranstaltung das ist, aber sie ist dabei geblieben. And so that's the start of my friendship. And with her, I talked a lot about St. Francis and about spirituality. And she took me to Assisi about 1.5 years ago. Also die Schwester Marietta war diejenige, mit der ich da ganz viel über Spiritualität geredet habe. Und die hat mich nach Assisi mitgenommen. 1 week of retreat in Assisi. So, and during that week, I started to think a lot about, and I visited all the different places. Also in dieser Woche habe ich angefangen, darüber nachzudenken, über den heiligen Franziskus. Ich war an diesen ganzen Orten. I saw all those little stories and the pictures. And Peter, can you just remind us of all those different pictures? I saw the picture of
the Sermon to the Birds. Ich habe also in dieser Zeit ganz viele Orte und Bilder gesehen, wie zum Beispiel einfach zur Erinnerung nochmal die Vogelpredigt, die Geschichte mit seinem Vater, the story about his father and the bishop. And of course, San Damiano. San Damiano became one of the two main places where I went during that week. Also wir haben auch natürlich die Geschichte von San Damiano gesehen. San Damiano war dann auch einer von diesen 2 Orten, an die ich hingegangen bin und die ganz wichtig wurden. Can you give me the next slide? So, this is, again, by the way, a picture of the Church of San Francesco in Assisi. We actually stayed in the building right on the left-hand side, which is a convent, and we just stayed right there. In diesem linken Gebäude sind wir gewesen damals und haben die Woche gelebt, also direkt vor der Kirche in einem Kloster mit katholischen Nonnen. So, the first thing Sister Marietta did with me, and I found that started my week and confused me a lot. And this is basically talking to the leaders in this group, and I know there are many leaders. Because the first thing Sister Marietta said was the following. Das Erste, was passiert ist in dieser Woche, war, das hat mich sehr verwirrt, und ich rede jetzt hauptsächlich zu denen hier im Raum, die in Leitungsfunktionen sind. Because she said, just find your way in Assisi and think about who you are. Who are you? Who am I? Sie sagte, geht einfach mal, versucht euren Weg in Assisi zu finden, guckt, dass ihr euch zurechtfindet und denkt darüber nach, wer bin ich eigentlich? So, I thought, wow, I know who I am, I'm Axel. Ich weiß, wer ich bin der Axel. So, I went up to, there's a little castle above Assisi, and that's where you can see the church. So, ich bin hoch aufs Schloss, das ist oberhalb von Assisi, und da sieht man dann die Kirche, dieses Bild. Ja? And it was all very nice, and it was all very, very nice, and the weather was great, and I was walking around this beautiful city and thinking, und das war alles ganz schön, und das Wetter war toll, und man sieht die Kirche, und ich habe drüber nachgedacht und habe gedacht, and I started to think, oh, this is interesting. What can I do with this experience for my church? And we can do perhaps a session like this, and we can have a meeting, and what the hell am I doing here? Ich habe nämlich angefangen, darüber nachzudenken, was kann ich da damit anfangen mit dieser Erfahrung jetzt für meine Gemeinde, und wir machen vielleicht so eine Einheit wie die hier, und wir machen ein Meeting, und wir treffen uns und reden darüber, und was um alles in der Welt mache ich hier? Because I didn't think about myself. I didn't think about Axel. I immediately went into this role of pastor. Ja? Ich bin direkt in diese Rolle des Pfarrers gegangen, und über Axel habe ich überhaupt nicht mehr nachgedacht. So I had a really rough start in Assisi because that really, I got really mad with myself. Ich bin richtig wütend mit mir selber geworden. Es war ein ziemlich harter Anfang, und ich habe mich dann, I forced myself to sit down a whole hour in San Francesco di Piccolino, where it's really just there. Also ich habe mich stundenlang in diese kleine Geburtskapelle gesetzt. So that basically was that rough start, and I realized, oh, this is not going to be as simple and easy as I thought it would be. Und ich habe gemerkt, das wird nicht ganz so einfach, wie ich mir denke. And this is a little excursion. I need to tell you something about Assisi. Assisi is full of those places where you can, if you want, relate to the saint. Assisi ist voll dieser Orte, wo man sich mit Franziskus in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen kann. And it is full of statues. Next picture.
Statues like this one. Yeah, there is a Russian artist who basically plastered all of Assisi with this kind of life-size statues of Saint Francis. Überall in Assisi, an wichtigen Orten, gibt es diese Statuen. Und es ist ein russischer Künstler, der die gemacht hat. And those statues are all over Assisi. Die sind überall in Assisi verteilt. And they are all very holy. And they're all on very holy places. And they all are very, very beautiful. And they're very nice. And they are very pious. Can I see the next one? I think that's one. This is in front of San Damiano. Francis sitting in the olive grove, looking into the sun and meditating. Things like that. Also diese Statuen sind überall von Assisi an ganz heiligen Orten und die sind alle ganz, ganz wunderbar und schön und die sind alle ganz, ganz heilig und die sind alle sehr, 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 sehr fromm und das ist der heilige Franziskus, wie er im Olivenhain sitzt und meditiert. So, this was basically, this is important because there will be one of those statues later in my speech. Das ist wichtig, weil ich rede nachher noch mal darüber. So, on Wednesday of that week, am Mittwoch von der Woche, Sister Marietta gave us another exercise. The exercise was walk down to the Portiuncula. Am Mittwoch haben wir eine neue Übung gekriegt und die Übung hieß, wir sollten runter zur Portiuncula laufen, to Santa Maria degli Angeli. You remember that one of those little churches St. Francis built with his own hands? And where the early brothers gathered after they were thrown out of the donkey stable. Ihr erinnert euch, diese kleine Kirche, die der heilige Franziskus mit eigenen Händen aufgebaut hat, wo sich die frühen Brüder getroffen haben, nachdem sie aus dem Eselstall rausgeflogen waren. So, I said, yeah, of course, I'm doing this. So I started to walk towards Santa Maria degli Angeli. This is Santa Maria degli Angeli, and you see in the back, you see Assisi. This is, well, depending on how fast you walk, an hour of walk. So it's a good walk. Das ist also Santa Maria von den Engeln. Assisi im Hintergrund und es ist eine gute Stunde, da zu laufen, je nachdem, wie schnell man läuft. So it's a good way. So I was walking, singing Taizé songs, counting the verses with my rosary, and I'm quite sure I looked very pious to all the Italians who saw me, a little priest walking down. Und ich bin dann also danach gelaufen, ich glaube, und habe Taizé-Lieder gesungen, habe die Verse mit meinem Rosenkranz abzählt und habe wahrscheinlich sehr fromm ausgesehen. Ja? One has to know, Italians like their midday break. Italiener mögen ihre Mittagspause. So at 12, the church closes for 1.5 hours. Mittags um 12 macht alles zu, für 1,5 Stunden Kirche aus. So I arrived there at 12 with the gong of the bell. I arrived there and it was raining. So ich bin also dort mit dem Schlag 12 angekommen. And I just sat there for 1.5 hours about here on that huge square. So I was sitting there. Ich saß also 1,5 Stunden im Regen vor dieser Kirche and this is what I saw. Next picture, please. A huge church, a tremendously big church. Santa Maria degli Angeli was for a few years the largest church in Christendom, in der Christenheit, in Christendom. Vor einer Weile war das die größte Kirche der Christenheit, at least in the West. We don't talk about the Hagia Sophia. Auf jeden Fall im Westen, die Hagia Sophia ist größer. And I realized I'm feeling really bad. There I was, having heard about the poor monk, about all this poorness and about the humility and all that.
saß ich, also ich, der vorher von Franziskus gehört habe, und, über die Armut und über was das bedeutet und was das für mich bedeutet. And I was sitting in front of this church and it became bigger and bigger. And the statue of Mary on top of it is about 7 meters high and it's gilded. So I was sitting there and thinking, also da auf dem Ding steht eine vergoldete Statue 7 Meter hoch von der Jungfrau Maria. And it's one of those, I'm sorry Mario and I'm sorry Vittorio, but it's one of those Italian. Entschuldigung an meine italienische Freunde, aber es ist eine von diese italienische Madonna, die so. And honestly, this is a kind of artwork I just can't relate to, so I'm und ich mit dieser Art von Kunst kann ich gar nicht umgehen. So I was already after 1.5 hours sitting in front of I was already going like also nach 1,5 Stunden vor dieser Kirche und dieser Madonna zu sitzen, ich habe schon so einen Halskett. So I went inside the church, and as I said, inside the church is that little chapel that he built with his own hands. Next picture. This is the little chapel inside that, and it's a huge church. Das ist also and this looks quite nice, doesn't it? Das sieht ja eigentlich ganz nett aus. And because I was the first one to go in, I was actually able to go into it. It wasn't filled with other people. Also ich konnte tatsächlich auch in diese kleine Kapelle reingehen. Die war nicht voller Touristen. But the reality is not this. The reality is the next picture. So you can imagine how in my mood I was. I reacted to that. Huge Baroque church, and they gilded the little chapel too. Also riesengroße Barockkirche, und die haben die kleine Kirche auch noch vergoldet. So I basically left. Ich habe mich auf dem Absatz rumgedreht und bin raus. This was so far from this humility and this, it has something to do with my life, from the nativity scene, Christ in my time. It was so far from it. Also ihr könnt euch natürlich vorstellen, das war so weit weg von Demut, von Armut, von Christus in meinem Leben, von der Krippendarstellung Jesus in meinem Leben. And I have to apologize here to Franciscans, because for them, this is a very holy place. It's the mother church of the order. This is where they gather. Und ich muss mich entschuldigen an die Franziskaner, für die ist das ein sehr heiliger Ort, weil sie sich dort versammeln. But for me, it wasn't a holy place at that day. Für mich war es kein heiliger Ort an diesem Ort. So I left. And then I saw a little sign on a wall. Dann bin ich raus und habe ein Straßenzeichen, einen Wegweiser gesehen an irgendeiner Hauswand. And that said, Santuario Rivotorto 3 kilometers. Und dann habe ich da diesen Wegweiser gesehen und da stand drauf Santuario Rivotorto 3 Kilometer. And it was still raining. And I thought, it can't be worse than this. I'm going to Rivotorto, whatever that is. Ich habe mir dann gesagt, also es kann nicht schlimmer sein, es hat immer noch Regen, kann nicht schlimmer sein als das. Ich gehe jetzt nach Rivotorto. So I started to walk. And if you ever walked through an Italian industrial area, also wenn ihr jemals durch ein italienisches Industriegebiet gelaufen seid, this is not beautiful. This is not holy. This is not pious. This is just
ugly. Also wenn ihr jemals da gelaufen seid, das ist weder heilig noch fromm noch schön und das ist nur eigentlich. So it's not statues sitting in the olive garden or something like that. Also das ist auf jeden Fall nicht irgendwelche Statuen, die im Olivenhain hocken. So I walked and walked and sang my TC-Songs und bin gelaufen, habe meine TC-Lieder gesungen. And you walk through a landscape like this. So it's just, yeah. And then along this road with basically it's a gravel road and a main industrial road with trucks passing by. Woof, woof, woof. Laudate Homines, woof. Gentes, wuff. Ne? Ihr könnt euch vorstellen, also es war so richtig, also das so ein Schotterweg und ich habe mein Laudate Gentes gesungen, während neben gerade die Lastwagen an mir vorbeifahren. And then I came to a little chapel, it was closed and it said Santa Magdalena. Bin ich in eine kleine Kapelle gekommen, die Santa Magdalena hieß und ich dachte, I remember something about this. I remember something about this. And then I took out my little guidebook and it said, yeah, that's the place where the leper colony started. I thought, oh, this is interesting. Ich bin dann also an diese kleine Zune Kapelle von Santa Magdalena gekommen und habe gedacht, da ist irgendwas Gläser im Reiseführer. Da war was. Und tatsächlich, dort begann die Leprakolonie. Das war die Kapelle für die Leprakolonie. So I walked on and didn't expect something. And then I came to the church of Rivo Torto and I told you already about the church. Can I have the next slide, please? Go back one. Okay, good. It's the church with the stable in it. You remember that? I forgot to put that picture in. And then, as I said, imagine that this is a little, fairly unimportant church, not really beautiful. There is a parking space, and there is this industrial road, and there is this little creek, this little brook, which is basically a collection of mud. Mario. Also stellt euch vor, da ist diese nicht wirklich schöne Kirche mit einem Parkplatz und dieser Industriestraße und es ist ein kleiner Bach, der eigentlich eher so eine Ansammlung von Matsch ist. And on this place, on this intersection of the little creek, which was the only source of water for those people, for those lepers, also an diesem kleinen Bach, der die Wasserquelle für diese Leprakranke war. And the industrial und die Straße und der Parkplatz. On this space, which is not holy at all, an diesem nicht heiligen Ort, was that? This is this is the statue of St. Francis kneeling in front of the leper. And it was raining. And from the eyes of the leper statue, tears dropped down on the statue of St. Francis. Und es hat geregnet und von dieser Statue sind aus dem Auge Tropfen raus, Tropfen auf den heiligen Franziskus. And he has a bucket und hat einen Eimer neben sich standen and he has a piece of cloth in his hand and he's washing the wounds of the leper. Da ist ein Eimer und hat einen Wäschlampe in der Hand und wäscht die Wunden von diesem, and that totally blew my mind. I was just sitting there next to it on that little wall. Ich bin dann auf dieser Mauer gesessen and cried my eyes out. And I'm Lutheran. I'm a German Lutheran. We don't cry usually. Und ich saß dann auf dem Mäuerle und ich bin ein deutscher Lutheraner. Mir heilt normalerweise. Ich habe meine Augen rausgeheilt. Because
this is basically where I want to lead you all weekend long. Ich glaube, weil das ist das, wo ich euch hinführen wollte, das ganze Wochenende lang. Because I realized this is the image I want my church to be. Weil ich mir realisiert habe, dass das Bild ist, wo ich glaube, dass unsere Kirche sein soll. It's all nice to have holy places. It's all nice to sit in the olive grove. It's all nice to dance the song of the sun. Es ist alles nett, wenn wir heilige Orte haben. Es ist alles toll, wenn wir im Olivenhain sitzen und meditieren oder den Sonnengesang singen. It's all great. But it all means, for me personally, my opinion, nothing if this is not the image of the church. Das bedeutet alles, für mich jedenfalls, nichts, wenn das nicht das Bild der Kirche ist. I think, and especially MCC needs to do this again and again, and we have to redo it again and again, because it's not something that happens automatically. Ich glaube, das ist das, was MCC sein soll und machen soll. We need to be the ones kneeling in front of the hurting creation, of the hurting human being, touching them. Ich glaube, dass wir diejenigen sein müssen, die vor der verwundeten Kreatur stehen, die da sind, die den verwundeten Menschen berühren. Because that is the interesting thing. He's not preaching to the leper. He's not collecting money for the leper. He's actually touching them. He's washing them. He's embracing them. Weil der predigt nicht den Leprakranke, der sammelt auch kein Geld für die Leprakranke, sondern er berührt sie. And I think that is the most important moment, that we touch each other's lives. And I started to think, und ich glaube, das ist das Wichtige, der wichtige Moment, wo wir berührt werden und wo wir unsere jeweiligen Leben berühren. And I started to think about who are the lepers today. Und ich habe darüber nachgedacht, wer denn eigentlich die Leprakranke heute sind. And I'm not talking about sickness here. Ich rede nicht über Krankheit, sondern but I talk about ostracized. I talk about being sent to the not nice place. Also ich rede über ausgeschlossen. Ich rede darüber, dass sie an den nicht netter Ort. Ja? Those lepers were not in the Olive Grove or in Santa Maria degli Angeli. Die Leprakranke waren nicht oben im Olivenhain und bei Santa Maria degli Angeli. They were at a not nice place. Where are the not nice places for us today? That's what I'm talking about. Wo sind die hässlichen Orte heute? Where the trans people are. That still having a voice in our church. Wo die Trans-Leute sind, die immer noch keine Stimme in unserer Dings haben. Where Black Lives Matter is something far away. Wo schwarze Leben zählen, weit weg ist. Where the refugees are. Drive through a German city and try to find a refugee center. Fahrt mal durch eine deutsche Stadt und versucht mal das Asyl für Flüchtlinge zu finden. It is exactly there, next to the parking lot on the industrial road. Das ist genau da, neben dem Parkplatz an der Industrieausfallstraße. And you realize, I hope at least, und ihr merkt es wahrscheinlich, ich hoffe es jedenfalls, that I'm in preaching mode right now. Huh? Ihr merkt, dass ich im Predigtstil gerade bin. But I think that was the big challenge for me. And I leave it with that here because I think you get it. And I hope I can give you that kind of thought. What can we be and what are we? Also ich lasse es jetzt da dabei, weil ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ich glaube, ihr kriegt selber mit, was das bedeuten kann. Kneeling in front of the leper, vor dem Leprakranken zu knien. And
and just leading us out there. And then I think I was faster than I thought, so we have a little bit more time to talk, actually. Ich war ein bisschen schneller, als ich dachte, und wir können drüber reden. But what happened the rest of the week was really, really weird. Weil was in der restlichen Woche passiert ist, war wirklich, wirklich seltsam. Because I realized I hadn't made a pilgrimage to St. Francis of Assisi, weil ich habe dann realisiert, dass ich keine Pilgerfahrt zum heiligen Franziskus von Assisi gemacht habe, but I made a pilgrimage to San Francesco di Rivotorto, zum heiligen Franziskus, to St. Francis of Rivotorto. And for the next 3 days, wherever I stood and walked, honestly, there was Rivotorto. Für die nächsten Tage war überall Rivotorto. I walked through Assisi and I heard a German tourist group talking. Ich bin durch Assisi gelaufen, hier eine deutsche Touristengruppe. Ich sehe es nicht. They looked down into the water. I don't see it. And I said, can I help you? But yeah, our guide said there is Rivotorto down there and we don't see it. Also unser Tourguide hat gesagt, da unten ist irgendwo Rivotorto, aber ich sehe es nicht. There is this I showed you the landscape. So and imagine clouds and usually you see Santa Maria degli Angeli. So stellt euch vor, diese ganze Ebene mit dieser riesigen Kirche Santa Maria degli Angeli. Of course, clouds open, light goes right down to Rivotorto. It was like it was totally weird. Also stell dir vor, diese Ebene, Riesenkirche, daneben diese kleine Kirche, ein paar Kilometer weit weg und das Licht aus den Wolken, zack, so ein Scheinwerfer. Ja. I walked in the forest above Rivotorto. Behind every tree, there was Rivotorto. It was where I stood and walked, it was Rivotorto. And that was in a time when we, as a church, were in conflict and preparing for General Conference, didn't know what was going on. And if we could elect a new moderator. Und das war in der Zeit, wo wir wirklich noch in Konflikt waren, nicht wussten, kriegen wir einen neuen Moderator oder eine neue Moderatorin oder nicht, oder was passiert. And I went to General Conference with this image. And ich bin dann zur Weltkonferenz mit dem Bild gefahren. And I would like for you all to take this picture with you of all the images I've showed you. Ich würde gerne, dass ihr dieses Bild mitnehmt, von all den Bildern, die ich euch gezeigt habe, dass ihr dieses Bild mitnehmt. And perhaps MCC can be what we should be. Und vielleicht kann MCC tatsächlich das sein, von dem wir denken, dass es sein sollte. Thank you ever so much for listening. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Well, Helen, Utah, this is now the time where we are closing the Zoom and the and hello to Helsinki, and Mia is there too. Mia, before we stop this Zoom call, can you tell us, because we are thinking a lot about your grandchild and we have your family in prayers, and is there any news? No, not yet. Not yet. Good. Then Jochen just asked if they took the advice and went into the stable. Okay, silent. Okay, so thank you so much. We will close the Zoom call now and we'll do a little final round here in the room. Thank you so much for having been part of this experience, and thank you for your support. Goodbye. Ich mache jetzt Zoom. I will close the two things and stop the video Zoom. Jochen, perhaps you can start asking people comments or whatever. So the mic is open. Do we need the mic? No, we don't need it. Yes.